Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meiner neuen Videoausgabe. Sie wurden vermutlich beim chinesischen Lernen von Problemen verwirrt, die aufgrund der dialektalen sowie sprachlichen Unterschiede entstanden sind. Aufgrund der großen Bevölkerung und langer Geschichte unterscheidet sich die moderne chinesische Umgangssprache regional sehr weit in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. So kann man die Herkunft von einem Chinesen nach seinen Sprechen einschätzen. Ebenso ist es auch auffällig, wo ein Nicht-Chinese hauptsächlich Chinesisch gelernt hat. Durch diesen kurzen Vortrag werde ich Ihnen erklären, wie weit sich die chinesische Sprache regional unterscheidet und wie das Standardchinesisch entworfen wurde. Sie sind sich durch die dialektalen Unterschiede des Deutschen und dem eng verwandten Niederländischen bewusst, dass sich eine Sprache regional stark unterscheiden kann und mit der historischen Entwicklung zu verschiedenen Sprachen werden konnte. Dasselbe gilt natürlich auch bei dem Chinesischen. Die chinesischen Umgangssprachen werden umschritten in 7 oder 10 große Zonen angeteilt. Zwischen zwei Zonen ist es problematisch, sprachlich zu kommunizieren. Manche Linguisten behaupten, dass das Mandarin von einem südchinesischen Regionaldialekt so unterschiedlich ist wie Französisch vom Italienisch. Unter diesem Aspekt müssen sie zu verschiedenen Sprachen gezählt werden, obwohl die sprachliche Kommunikation landesweit funktioniert. Auch innerhalb von einer sprachlichen Zone kann jede Region, jede Provinz, jede Stadt oder sogar jedes kleine Dorf einen eigenen Dialekt haben. Verschiedene Sprachen und Dialekte stellen deswegen in ganz China eine große Kommunikationsbarriere dar. Die Festlegung und Verbreitung einer Standardvariante ist historisch bis heute ein großes Thema. Eine landesweite Standardsprache existiert schon seit Tausenden von Jahren. Konfuzius beispielsweise, der vor 2500 Jahren lebte und für die Realisierung seines politischen Ideals zu verschiedenen Königreichen reiste, hat während der Rundreise die damalige Standardsprache Yayan gesprochen. Historisch war die Verbreitung der Standardsprache hauptsächlich unter den Intellektuellen begrenzt. Sie dienten vor allem dazu, dass die Beamten aus verschiedenen Regionen miteinander und mit dem Kaiser kommunizieren und in den nicht heimatlichen Regionen arbeiten konnten. Der Sprachstandard basierte meistens auf dem Dialekt der Hauptstadt. Die Dialekte der 4 historischen großen Hauptstädte Peking, Xi'an, Luoyang und Nanjing haben deswegen wichtige Rolle gespielt bei der sprachlichen Entwicklung. Die Verbreitung der Standardsprache unter dem Volk begann aber erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts in der Zeit der Republik China. Man nennt das Standardchinesische im Deutschen Mandarin. Diese Bezeichnung wurde am frühesten von einem portugiesischen Missionär im 16. Jahrhundert gebraucht, wobei sie ursprünglich Minister oder Beamten bedeutet. Denn, wie vorher erwähnt, wurde historisch die offizielle Sprache vor allem von den Beamten gesprochen. Das Art Mandarin basierte vor allem auf dem Dialekt der damaligen Hauptstadt Peking. Nach der Begründung der Republik China 1912 wurde der Sprachstandard beibehalten, entwickelt und intensiver verbreitet. Die Entstehung von Audiorekorder und Radio und die Erfindung der alphabetischen Umschrift Zhuyin haben viel dazu
beigetragen. Die heutige Regierung der Volksrepublik China und von Taiwan setzten das moderne Mandarin als Standard fort. In Festlandchina wird das moderne Standardchinesisch Putonghua genannt, wörtlich die generelle Sprache. Die offizielle alphabetische Umschrift wurde von dem später erfundenen Pinyin ersetzt. In Taiwan wird die Bezeichnung der Republikzeit beibehalten bzw. Guoyu genannt, wörtlich die ländliche Sprache. Zhuyin wird immer noch als das wichtigste Mittel der phonetischen Standardisierung gebraucht. Wegen der getrennten Entwicklung nach dem Bürgerkrieg und den verschiedenen Kulturministerien zeigt dasselbe Mandarin aber mancherlei Unterschiede. Über diese werde ich im nächsten Video berichten. Die Gründe, warum das Standardchinesisch auf dem Pekinger Dialekt basiert, sind vielfältig. Erstens ist diese sprachliche Variante relativ vielen Menschen verständlich. Sie können von der Landkarte der Sprachen sehen, dass über die Hälfte der Fläche zu dieser Zone des Nordchinesischen gehört. Es ist sinnvoller, die Sprache der Mehrheit, ca. 1 Milliarde Menschen, als Standard festzuhalten als umgekehrt. Zweitens war der Pekinger Dialekt jahrhundertelang die Standardsprache. Nach dem Hauptstadtumzug der Ming-Dynastie aus Nanjing nach Peking im Jahr 1421 bis heute ist der Peking zu der meisten Zeit die Hauptstadt geblieben. Wie ich erwähnt habe, entstand das Art Mandarin auch währenddessen und wurde als die offizielle Standardsprache gebraucht. Das Beibehalten des Mandarins erschien der Regierung, aber auch dem allgemeinen Volk am effektivsten. Drittens ist Mandarin eine relativ einfach zu lernende Variante des Chinesischen. Bei den sprachlichen Entwicklungen gilt es im Allgemeinen, dass eine Sprache immer einfacher wird, wenn sie verbreitet von der Bevölkerung verschiedener Herkunft gelernt wird. So gilt es auch bei der Entwicklung des Chinesischen. In der chinesischen Geschichte geschah die Nationalverschmelzung von Han-Chinesen und Nationalminderheiten in Nordchina häufiger und intensiver, was die sprachliche Vereinfachung förderte. So entstand im großen Gebiet Nordchinas jene relativ verbreitete Varianten, deren Phonetik und Grammatik vergleichsweise einfach ist. Zum Beispiel hat Mandarin 4 Töne. Im Vergleich dazu hat eine südchinesische Sprache ein komplizierteres Tonsystem. Im Kantonesischen zum Beispiel sind es 9 Töne. Ein deutscher sinologischer Student hat mir erzählt, dass er in Peking das Wort mir, das morgen oder nahe Zukunft bedeutet, nicht verstanden hat, obwohl er damals schon gut Chinesisch sprechen konnte. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Standardchinesische Putonghua und der Pekinger Dialekt nicht komplett identisch sind. Die offizielle Standardsprache wurde zwar phonetisch, lexikalisch und grammatisch hauptsächlich auf Basis des Pekinger Dialekts entworfen, aber manche Wörter und phonetische Eigenschaften des Pekinger Dialekts wurden nicht in der Standardsprache übernommen oder verbreitete sich einfach nicht. Im Pekinger Dialekt wird beispielsweise das R-Laut-Suffix zur Wortbildung bevorzugt, das aber für Laute vieler anderer Regionen schwer am selben Ende auszusprechen ist. Die Pekinger sagen im Alltag für morgen häufiger mir, stattdessen sagt man generell in der Standardsprache meistens 明天. Das in der Schule vermietete Chinesisch ist vor allem schriftlich standardisiert.
Das heißt, Grammatik und Wortschatz wurden in der modernen chinesischen Schriftsprache und der Phonetik durch die Pinyin-Angabe in Zeichenlexika und Wörterbüchern gefestigt. Die Unterschiede zwischen dem offiziellen Sprachstandard in den Medien und der Umgangssprache im Alltag gibt es in jeder Sprache und in jedem Land. Beim Lernen ist es vorzuschlagen, sich die Standardsprache als Hauptziel zu setzen und die dialektalen Umgangssprache durch Firma und Kommunikation zu erweitern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im nächsten Vortrag werde ich Ihnen erklären, welche Unterschiede zwischen dem Standardchinesischen in Festland China und Taiwan gibt. Abonnieren Sie meinen Kanal, um meine neuen Videoausgaben zu verfolgen.